Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Felix und heute geht es um ein Thema, das uns alle mal betrifft: wie man sein Leben nach einem Scheitern neu aufbaut. Bei mir ist natürlich auch wieder Lisa, die uns mit tollen Tipps und Erklärungen unterstützen wird. Hallo Lisa. Hallo Felix, hallo an alle da draußen. Ja, das Thema Scheitern ist wirklich wichtig, denn jeder von uns hat es schon einmal erlebt. Es ist normal und gehört zum Leben dazu. Aber die Frage ist, wie baut man sein Leben danach wieder auf? Ganz genau, Lisa. Scheitern ist nicht das Ende der Welt. Ich denke, wir sollten es als eine Art Lernchance sehen. Aber klar, leichter gesagt als getan, oder? Absolut, Felix. Es kann sehr schwer sein, nach einem Misserfolg wieder auf die Beine zu kommen. Oft haben Menschen Angst davor, noch einmal zu scheitern. Das Wort scheitern bedeutet auf Deutsch so viel wie nicht erfolgreich sein oder ein Ziel nicht erreichen. Es hat oft eine negative Bedeutung, aber heute wollen wir zeigen, dass Scheitern auch eine Chance sein kann. Gute Idee. Lisa, wie fängt man denn am besten an, wenn man sich nach einem Scheitern wieder aufbauen möchte? Was würdest du als ersten Schritt empfehlen? Ich denke, der erste Schritt ist, das Scheitern zu akzeptieren. Viele Menschen versuchen es zu verdrängen oder sich selbst die Schuld zu geben. Aber um wieder neu zu starten, muss man akzeptieren, dass es passiert ist und dass es okay ist. Ein wichtiger Begriff hier ist Akzeptanz. Das bedeutet, dass man die Situation so annimmt, wie sie ist, ohne sich darüber zu ärgern. Ah, verstehe. Also nicht die Augen verschließen, sondern die Tatsachen anerkennen. Und das ist oft der schwerste Schritt, oder? Sich einzugestehen: ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich mache weiter. Genau. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Man sollte aus dem Scheitern lernen. Das Wort lernen kennen wir alle, aber hier geht es darum, eine Lektion mitzunehmen. Was hat nicht funktioniert? Warum ist es schiefgegangen? Wenn man das versteht, kann man es beim nächsten Mal besser machen. Klingt vernünftig. Also analysieren, aber ohne sich selbst fertig zu machen. Ein bisschen wie ein Wissenschaftler, der herausfinden will, warum ein Experiment nicht geklappt hat. Genau so, Felix. Und danach ist es wichtig, sich neue Ziele zu setzen. Auch kleine Ziele können helfen, wieder Motivation zu finden. Das Wort Motivation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Antrieb oder Beweggrund. Wenn man kleine Erfolge erzielt, gibt das Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist der Schlüssel, um wieder aufzustehen. Kleine Schritte also. Das erinnert mich an das Sprichwort: der Weg ist das Ziel. Man muss nicht gleich große Sprünge machen, oder? Genau, Felix. Schritt für Schritt vorangehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, sich selbst zu vergeben. Viele Menschen sind nach einem Scheitern sehr hart zu sich selbst. Das Wort vergeben bedeutet, dass man sich selbst Fehler verzeiht. Man sollte sich sagen, ich habe mein Bestes gegeben und das war diesmal nicht genug, aber das ist in Ordnung. Das finde ich super wichtig, Lisa. Sich selbst vergeben ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Man muss mit sich selbst im Reinen sein, um weiterzugehen. Richtig, Felix. Und es hilft auch, sich an positive Dinge zu erinnern, die man erreicht hat. Ein sogenanntes Erfolgstagebuch kann dabei helfen. Man schreibt jeden Tag etwas auf, das gut gelaufen ist, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war. Das Wort Erfolg bedeutet hier nicht unbedingt etwas Großes, sondern einfach etwas, worauf man stolz sein kann. Ein Erfolgstagebuch, das klingt toll. Das könnte ich auch mal ausprobieren. Hast du noch mehr Tipps für uns, Lisa? Ja, natürlich. Ein weiterer Tipp ist, sich ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen. Das bedeutet, dass man Freunde, Familie oder auch professionelle Hilfe hat, die einen unterstützt. Das Wort Unterstützung bedeutet Hilfe oder Beistand. Es ist völlig in Ordnung, um Hilfe zu bitten, wenn man sie braucht. Absolut. Niemand muss alles alleine schaffen. Und manchmal sieht man selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und eine andere Perspektive kann wahre Wunder bewirken. Ganz genau. Und zuletzt möchte ich noch betonen, dass man Geduld mit sich selbst haben sollte. Der Wiederaufbau nach einem Scheitern braucht Zeit. Das Wort Geduld bedeutet, dass man abwarten kann, ohne unruhig zu werden. Manchmal dauert es länger, als man denkt, aber das ist okay. Geduld, das klingt oft einfacher, als es ist.
Aber ja, ich denke, wenn man sich selbst Zeit gibt, kann man viel erreichen. Lisa, das waren wirklich tolle Tipps. Danke, Felix. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus etwas für sich mitnehmen können. Scheitern gehört zum Leben dazu, und es ist wichtig zu wissen, dass man daraus gestärkt hervorgehen kann. Auf jeden Fall. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht, denkt daran, es ist okay, Fehler zu machen und es ist okay, Zeit zu brauchen, um wieder aufzustehen. Ihr seid nicht allein. Genau. Und vergesst nicht, dass jede Erfahrung, auch die schwierigen, uns etwas lehren kann. Was würdest du sagen, Lisa, wie kann man seine Motivation aufrechterhalten, wenn man gerade einen schweren Rückschlag erlebt hat? Das ist eine sehr gute Frage, Felix. Motivation aufrechtzuerhalten, wenn man am Boden liegt, kann wirklich herausfordernd sein. Ein Tipp ist, sich vorzustellen, wie es sein wird, wenn man sein Ziel erreicht hat. Das nennt man Visualisierung. Das bedeutet, dass man sich ein Bild im Kopf macht, wie es sein wird, wenn man erfolgreich ist. Dieses Bild kann sehr kraftvoll sein und uns helfen, durchzuhalten, auch wenn es gerade schwierig ist. Ah, Visualisierung. Das habe ich schon oft gehört. Es ist also wie ein mentales Bild, das einem Kraft gibt. Und was, wenn man einfach keine Energie mehr hat? In solchen Momenten ist es wichtig, sich kleine Pausen zu gönnen und sich nicht unter Druck zu setzen. Manchmal braucht man einfach eine Pause, um wieder Kraft zu sammeln. Das Wort Pause bedeutet hier nicht, dass man aufgibt, sondern dass man sich kurz zurückzieht, um dann mit neuer Energie weiterzumachen. Außerdem ist Bewegung sehr hilfreich. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann Wunder wirken. Stimmt. Bewegung hilft immer. Wenn ich laufe, fühle ich mich meistens danach besser. Und was würdest du sagen, wenn man einfach das Gefühl hat, dass man nicht gut genug ist? Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, kennen viele Menschen, Felix. In solchen Momenten hilft es, sich an die eigenen Stärken zu erinnern. Jeder Mensch hat Stärken, auch wenn sie manchmal schwer zu erkennen sind. Das Wort Stärke bedeutet etwas, worin man gut ist. Man sollte sich fragen, was kann ich gut? Was habe ich schon alles geschafft? Diese positiven Gedanken helfen dabei, das Selbstvertrauen zu stärken. Das finde ich schön gesagt, Lisa. Sich an die eigenen Stärken zu erinnern, ist wirklich wichtig. Manchmal vergisst man einfach, was man alles schon erreicht hat, weil man sich zu sehr auf das Negative konzentriert. Ganz genau, Felix. Und noch ein Tipp. Setze dir realistische Erwartungen. Das Wort realistisch bedeutet, dass etwas machbar und erreichbar ist. Viele Menschen setzen sich viel zu hohe Ziele und sind dann enttäuscht, wenn sie diese nicht sofort erreichen. Kleine, realistische Ziele helfen dabei, das Gefühl von Erfolg zu erleben und motiviert zu bleiben. Realistische Ziele, das ist ein guter Punkt. Manchmal wollen wir alles auf einmal und das führt dann nur zu Frust. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen nach einem Scheitern einfach aufgeben. Absolut. Aber wenn man sich kleine Erfolge schafft, merkt man, dass man vorankommt, auch wenn es langsam ist. Jeder kleine Schritt zählt und man sollte stolz auf jeden Fortschritt sein, den man macht. Auch das Wort Fortschritt ist hier wichtig. Es bedeutet, dass man sich in die richtige Richtung bewegt, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Das gefällt mir, Lisa. Jeder kleine Schritt zählt. Manchmal sind es die kleinen Schritte, die am Ende den größten Unterschied machen. Hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, Felix. Mein letzter Tipp ist, bleibt positiv und umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Das Wort positiv bedeutet hier, optimistisch zu bleiben und das Gute in einer Situation zu sehen. Wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen unterstützen und die an einen glauben, ist es viel leichter, wieder auf die Beine zu kommen. Positive Energie ist ansteckend. Das stimmt total. Die richtigen Menschen um sich zu haben, kann wirklich den Unterschied machen. Ich denke, das ist ein toller Abschluss, Lisa. Wir haben heute wirklich viele wertvolle Tipps gehört, wie man nach einem Scheitern wieder aufsteht. Danke, Felix. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus etwas für sich mitnehmen können. Es ist wichtig zu wissen, dass man nach jedem Scheitern wieder aufstehen kann und dass man nicht allein ist. Auf jeden Fall. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr gerade eine schwere Zeit durchmacht, denkt daran, es ist okay, Fehler zu machen. Und es ist okay, Zeit zu brauchen, um wieder aufzustehen.
Ihr seid nicht allein. Genau. Und vergesst nicht, dass jede Erfahrung, auch die schwierigen, uns etwas lehren kann. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich euch noch neugierig auf unsere nächste Episode machen. Nächstes Mal sprechen wir über ein spannendes Thema: wie man eine Denkweise für finanziellen Erfolg entwickelt. Außerdem könnt ihr in dieser Folge wieder viele interessante Vokabeln lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Also, bleibt dran. Das wird bestimmt super interessant. Ich freue mich schon darauf, Felix. Ich mich auch, Lisa. Danke, dass du heute wieder so tolle Tipps gegeben hast. Und danke an alle, die uns heute zugehört haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet etwas mitnehmen. Ja, danke euch allen. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt stark und bleibt neugierig. Tschüss. Tschüss.